Warum ist der Geist für die medizinische und landwirtschaftliche Praxis so wichtig? Also ich antworte gern für die Landwirtschaft. Für die Landwirtschaft ist der Geist wichtig, weil ich denke, wir wollen eine wesensgemäße Landwirtschaft machen. Und ein Wesen ist immer nicht nur Substanz, aber auch Geist. Oder man könnte sagen, innere Natur, die innere Natur von einem Wesen, das ist das Geistige von einem Wesen. Und wenn wir eigentlich respektvoll oder die Würde eines Wesens anerkennen wollen, dann müssen wir einfach das Geistige von einer Pflanze kennenlernen, also ihre innere Natur. Sonst behandeln wir sie wie eine Maschine zum Beispiel. Und das ist überhaupt nicht wesensgemäß. Welche Rolle spielt denn der Geist in der medizinischen und landwirtschaftlichen Praxis? Der Geist spielt beim Menschen eine große, entscheidende Rolle. Gerade habe ich mit einem 22-jährigen Patienten gesprochen, der eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat und gerade neue Laborwerte erhalten hat, die eine ansteigende Entzündung zeigen. Und so ein junger Mann ist tief besorgt, was bedeutet das jetzt für seine Zukunft? Und dann beruhigt ihn das nicht, wenn ich jetzt einfach ihn nach seiner Angst frage, sondern er fragt mich nach einer geistigen Einschätzung der Lage. Und wenn ich dann sage, die Laborwerte sind nur ein bisschen angestiegen, wir haben da wirksame Medikamente, dann kann sich die Seele beruhigen. Unsere Gefühle, auch unser Körper, sind oft stärker von der Vergangenheit geprägt, von dem, was wir schon erlebt haben. Aber im Geist erschließt sich uns die Zukunft, die Hoffnung, die wir brauchen, um gesund zu werden. Und im Geistigen können wir sehr wirksam auf unsere Patienten und ihre Gesundheit wirken und ihnen Zuversicht geben, die man braucht, um gesund zu werden.